Wir haben es ewig lang geplant und lange geheim gehalten und wir freuen uns total, dass wir heute mit der Welt teilen können. Und zwar... Wir haben uns einen Mercedes Sprinter gekauft und das wird unser neues Zuhause. Ich bin Zoe. Und ich bin Merlin und wir sind selbstständige Filmemacher. Momentan wohnen wir noch in Frankfurt, aber das wird sich bald ändern. Das hier ist ein Mercedes Sprinter aus dem Jahr 2013. Der hat 250.000 Kilometer drauf und wir haben uns für die dritte Länge entschieden, einen Radstand von 4,30 Meter, weil wir glauben, dass wir da alles reinbekommen, aber dass er trotzdem nicht zu lang ist, um in der Stadt damit zu fahren. Anfang des Jahres sind wir mit einem Campervan 4 Wochen durch Portugal gefahren. Und das hat uns so angefixt, dass wir uns überlegt haben, dass man das eigentlich auch Vollzeit machen kann. Deshalb haben wir uns jetzt das Auto hier gekauft und werden das in den nächsten Monaten so umbauen, dass wir darin sowohl leben als auch arbeiten können. Das Auto hier stand bei uns in der Nachbarschaft rum und deshalb haben wir schon viele Stunden davor verbracht und uns lange überlegt, wie wir das ausbauen würden, wenn es tatsächlich unser Auto wäre. Und auf der Suche nach dem perfekten Auto haben wir dann zufällig im Internet gesehen, dass das Auto auch zum Verkauf steht und haben dann den Verkäufer kontaktiert und direkt eine Probefahrt ausgemacht. Die Probefahrt war super, das Auto fährt sich echt gut und wir haben uns direkt ein bisschen verliebt und haben aber dann gesagt, dass wir das zur Sicherheit nochmal zum TÜV bringen wollen, weil die letzte Hauptuntersuchung schon 1,5 Jahre her war und wir hätten nächstes Jahr im Februar, also in einem halben Jahr, wieder zum TÜV gemusst und wollten einfach auf Nummer sicher gehen, dass das Auto auch durch den TÜV kommt. Ich habe Angst, dass der Typ so rauskommt und sagt so, ach, Herr Krause, mit dem Auto können Sie nicht mehr auf die Straße. Ja. Ich stelle mir das immer vor wie bei so einer Arztlehre, dass der dann so rauskommt so mit seiner Maske und dann schüttelt so den Kopf und guckt so traurig und sagt, er hat es leider nicht geschafft. Ich glaube nicht. Ja, beim TÜV hat sich dann herausgestellt, dass das Auto leider 3 Mängel hat. Die waren eigentlich an sich nicht so tragisch, da hat ein Reflektor gefehlt und da war ein Bildchen defekt, was eigentlich gar nicht defekt ist, das ist irgendwie ein Wackelkontakt. Aber am Motor war Ölfeuchte festzustellen und da waren wir uns nicht sicher, wo das herkommt. Wir haben leider nicht so viel Ahnung von Autos, deshalb haben wir versucht, kurzfristig noch eine Werkstatt zu finden, die da einmal drüber guckt und uns sagt, was damit ist. Werkstatt Nummer 2. Also, wir haben es jetzt endlich geklärt. Juhu. Das Auto ist gut. Wir müssen was austauschen, ein Rohr im Motor vorne, aber das kostet nur 200 € ungefähr. Und das können wir in Kauf nehmen. Jetzt kaufen wir ein Auto. Juhu. Ich rufe an, okay? Hallo, der Merlin hier wegen dem Sprinter. Ich wollte Bescheid sagen, dass wir das Auto gerne kaufen würden. Aber dann waren wir immer noch nicht fertig. Das Auto hat zwar dann schon uns gehört, nachdem wir es gekauft haben, aber man muss es ja noch ummelden lassen. Und dafür mussten wir uns erstmal stundenlang in die Schlange stellen bei der Kfz-Zulassungsstelle. Und als wir dann endlich dran waren, wurde uns gesagt, dass, weil das Auto ja vorher nicht über den TÜV gekommen ist und wir bis November zur Nachprüfung hätten antreten müssen, dass es aber nicht geht, das in der Zeit umzumelden. Das heißt, wir mussten dann erst wieder zum TÜV die Nachprüfung machen und uns wieder in die Schlange anstellen. Yay. Ah. Aber jetzt ist alles gut, das Auto gehört uns, das Auto ist auf uns angemeldet und jetzt können wir endlich loslegen.
Gedanken darüber, wie wir genau das hier bauen und planen wollen und haben auch schon etliche Pläne geschrieben. Wir können euch bis jetzt aber nur einen kleinen Einblick geben. Und zwar wollen wir ja hier Fulltime drin wohnen. Deswegen war es uns wichtig, dass wir eine Toilette und eine Dusche haben. Wir wollen eine Küchenzeile haben mit einem Gasherd. Und wir wollen ein Bett haben, was wir nicht wegklappen müssen. Wir wollen nicht jeden Tag irgendwie den ganzen Van umbauen müssen, sondern das soll immer an seinem Ort bleiben. Und wir wollen trotzdem aber eine Tisch-Sitz-Ecke haben, damit wir daran arbeiten und essen und wohnen können. Wie genau das aussieht, das seht ihr dann in den nächsten Videos. Bevor wir euch unser Layout noch besser zeigen können, müssen wir erstmal ein bisschen was machen im Van. Wir werden jetzt als nächsten Schritt erstmal hier drin alles rausreißen. Das heißt, die Rückwand, die Fahrerkabine von der Ladefläche hier hinten trennt. Wir werden den Fußboden rausmachen, das Holz an der Seite. Dann werden wir alle Roststellen hier behandeln und dann können wir richtig mit der Planung anfangen und euch auch das Layout noch genauer zeigen. Wir freuen uns schon richtig, da jetzt endlich loszulegen. Und wenn ihr Lust habt, die Reise zu verfolgen, dann schaut doch in den nächsten Wochen mal vorbei. Wir würden uns freuen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.